Wenn eine Kamera bei fast vollständiger Dunkelheit ein Handy-Display immer noch so hell darstellt, dann ist das ein Zeichen für einen extrem empfindlichen Sensor und sehr gute Optik. Und damit hi und willkommen zum Review der Reolink CX410. Ich habe gesagt, ich wollte eigentlich nicht mehr so viele Reviews machen, aber als Reolink mir gezeigt hat, was diese Kamera können soll, da wollte ich das doch gerne selber mal ausprobieren. Hier im Hintergrund habe ich mal einen Zeitraffer laufen lassen und genauso wie das hier zu sehen ist, so sieht auch das Live-Bild aus. Man kann da wirklich bei vollständiger Dunkelheit gefühlt immer noch die Windräder, die sich hier im Hintergrund drehen, sehen und ich bin da total von beeindruckt. Also das muss ich wirklich sagen. Ich habe von Reolink kein Geld bekommen und ich darf absolut meine freie Meinung sagen. Das ist mir auch immer wichtig, dass ich, wenn ich überhaupt schon irgendwas teste, da auch sagen kann, ob es mir nur gefällt oder nicht. Und dieses Gerät, das kann ich mir wirklich vorstellen, zum Beispiel als so eine Zeitrafferkamera für zum Beispiel Wetteraufzeichnung und sowas zu nutzen. Die Reolink CX410 ist etwas teurer als die Einsteigermodelle von Reolink. Dafür bekommt man hier aber auch eine Audio-Gegensprechfunktion. Also man hat nicht nur die Audioaufnahme, sondern man kann auch die Sirene oder auch die von der App übertragene Audio-Wiedergabe nutzen, um zum Beispiel mit Gästen oder Besuchern im Eingangsbereich sprechen zu können. Das heißt, man kann die Kamera auch durchaus als Hauseingangsbereichskamera nehmen. Und das Schöne ist halt hier, dass man nicht durch ein Infrarotlicht gestört wird. Vielleicht auch interessant, um zum Beispiel Tiere damit zu beobachten, die vielleicht durch Infrarotlampen gestört werden. Außerdem, und das finde ich auch ein klasse Feature, ist, dass man das Ganze wirklich ohne Internet betreiben kann. Ich zeige mal hier meinen Aufbau, mit dem ich rumgelaufen bin, und da habe ich einen Reiserouter genutzt. Das kann ich übrigens auch jedem empfehlen, der hin und wieder mal reist, so wie es der Name schon sagt, aber auch um zum Beispiel hier und da bei Freunden mal das Netzwerk zu prüfen, wenn zum Beispiel der Router mal kaputt ist oder irgendwelche WLAN-Anstellungen, weil das Teil, das kann man mal eben an seinen Laptop anschließen und halt auch an einer Powerbank betreiben. Damit bin ich jedenfalls rumgelaufen. Das Ganze würde auch ohne den Router funktionieren, aber ich wollte halt live auf der Kamera sehen, was ich da gerade filme. Und die Aufnahmen, die sieht man jetzt hier bereits im Hintergrund. Und das heißt, weil das Ganze bei 12 Volt bzw. 5 Volt betrieben werden kann, ist es auch durchaus möglich, das im Auto oder im Campingwagen zu betreiben, um zum Beispiel auch da vielleicht beim Camping seine Umgebung etwas sicherer zu machen. Und auch hier ist vielleicht wieder der Vorteil, dass es nur mit Restlicht arbeitet. Man kann zwar auch kleine Lämpchen anschalten und in diesem Fall ist es sogar ein warmweißes Licht, das heißt, es ist sogar relativ gemütlich, um es noch als eine kleine Lampe zu nutzen, aber man kann sie halt zeitgesteuert ausschalten, sodass es dann auch keinen der Nachbarn mehr stört. Höchstens, dass die Nachbarn halt überwacht werden. Die Kamera nimmt in 2K auf, das heißt etwas mehr als Full HD. Die App hat die üblichen Funktionen von Reolink, das heißt, man kann sie komplett offline betreiben. Und dann gibt es noch die Fahrzeug- und Menschenerkennung und noch eine Beta-Funktion für Haustiererkennung, beziehungsweise werden auch, glaube ich, Vögel oder sowas erkannt. Und das kann ja durchaus für Tierbeobachtung auch interessant sein, vor allem weil halt hier nur noch Restlicht genutzt wird und dann vielleicht ein für Tiere störendes Infrarotlicht halt nicht mehr gebraucht wird. Ich möchte nochmal auf das Hauptfeature, so würde ich es jedenfalls einschätzen, von der Kamera eingehen, und zwar die Lichtverstärkung von Restlicht, und das ist halt wirklich beeindruckend. Ich würde das so erklären, dass es eine Kombination aus Langzeitbelichtung und Video ist, dass halt da irgendein ausgeklügelter Algorithmus dafür sorgt, dass halt das Bild sich nach und nach nachverstärkt, und das merkt man halt vor allem bei Schwenks, was jetzt bei einer Überwachungskamera natürlich nicht üblich ist, aber auch halt bei sehr schnell bewegten Objekten, wenn sie nicht selbst beleuchtet sind. Das ist aber auch ganz verständlich, denn man muss dazu sagen, dass das menschliche Auge, das heißt zumindest mein menschliches Auge, andere kann ich ja nicht testen, nicht reviewen, aber mein optischer Sensor, der war nicht so stark wie das, was ich auf dem Kamerabild sehen konnte. Es dauert halt eine Weile, bis es sich sozusagen einjustiert, aber dann ist auch echt viel zu sehen. Aber bewegte Objekte sind ein bisschen schwammig, das heißt, da wird immer so ein bisschen nachverstärkt, ist sozusagen wirklich eine Kombination aus Langzeitbelichtung und Video. Zusätzlich mag es helfen, dass eine sehr große Blende in der Kamera verbaut ist, sodass halt viele Photonen auf den Sensor treffen. Vielleicht ist auch ein besonders großer Sensor verbaut, das weiß ich nicht.
Es ist auf jeden Fall ein 1:1,8 Zoll Sensor verbaut, aber mit den Maßen kenne ich mich nicht ganz so gut aus wie mit einfacher Optik, wie zum Beispiel einer weit geöffneten Blende. Ist aber auch egal, denn das Ergebnis ist das, was zählt, und das ist in diesem Fall beeindruckend. Ich hoffe, ich habe alle Informationen und Meinungen zu diesem Gerät erwähnt, und falls ihr euch für das Gerät interessiert, dann bitte gerne über den Link in der Beschreibung draufklicken. Ich glaube, dass sich das Reolink irgendwie anschaut. Falls ihr noch Fragen zu dem Gerät habt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren nachfragen. Ist zwar eigentlich nicht meine Aufgabe, aber zumindest meine ehrliche Meinung. Die könnt ihr da nachfragen. Andere Informationen wie die technischen Daten, die gibt es natürlich auch auf der Reolink-Webseite. Und in diesem Fall, danke fürs Zuschauen. Auch wahrscheinlich im Sinne von Reolink, und bis bald. Zuerst war die Idee.